Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde über Cargold, zu unserem neuen Video hier in Beuerberg. Wir haben heute Morgen, was wir gerade bekommen haben, ein wunderschönes Mercedes Flachkühler Cabrio. Wichtig bei diesen Autos ist immer, dass sie echt sind. Da haben wir nach den Nummern geguckt. Es ist ein originaler 3.5er. Das heißt, der Wagen ist 1971 original mit der 027er Nummer als originales Flachkühler Cabrio zur Welt gekommen. Das Auto hat 200 PS, ist 210 Stundenkilometer schnell gewesen. Und das Besondere an unserem Auto, er ist wirklich voll restauriert. Das ist auch nicht sehr teuer, ist preislich hochinteressant, der Wagen. Wie ihr sehen könnt, hat er eine sehr, sehr seltene Farbe. Also ich kenne das noch als Möwengrau Metallic. Der Wagen ist in der Karosse komplett restauriert. Flachkühler übrigens heißt Folgendes: ist eigentlich für den US-Markt gebaut worden ab September 69. Das ist dieser flache Kühler hier oben. Der Vorgänger von ihm, das war die Baureihe 111, die hatten noch den hohen Kühler als 220 SE, gab es den ab 1961, dann nachher als 250 SE, Baujahr 65, 66 und dann auch als 300 SE bis zum 280 SE. Und ab Weihnachten oder ab September 1969 dann als originales Flachkühler Cabrio. Der Wagen hat Doppellampen, das machte man damals so, das war damals nur dem 6,3 Liter eigentlich vorbehalten in der Limousine. Hat er hier aber auch, ist in der Regel in die USA so dann importiert worden. Was uns aufgefallen ist, der Wagen hat keine Klimaanlage. Viele der Autos haben Klimaanlage, vor allen Dingen dann, wenn die in die USA gebracht wurden. Das hat dieser nicht. Was interessant ist bei dem Auto, die werden ja teilweise für 400.000 und mehr gehandelt. Dieses Auto hat einen wirklich besonders guten Preis für 299,5 €. Und ich glaube, dass wir damit am Markt wohl die interessantesten von der Preiskonfiguration sind. Schaut mal, dieses wunderschöne Verdeck, das passt farblich total toll zum Interieur, also zum Exterieur, zur Karosserie. Der Chrom ist gemacht. Die Lampen, die hatten sich damals ab September 69 auch verändert. Das waren diese flachen Lampen hier hinten. Vorher war das alles in Rot. Es gab hier ein Gesetz in Deutschland, dass die Blinker gelb sein mussten. Das ist dann da in diese Serie so eingeflossen. Und hinten drauf steht es auch 280 SE 3.5. Was so ein bisschen schade ist, eigentlich gehören die Zeichen ein Stückchen weiter runter. Das haben die hier zu hoch angebracht. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, sonst Stoßstange, tipptopp im Zustand. Ganz tolle Lackierung, das kann man sehen. Auch die Karosseriemaße, Karosseriespalten, die Flächen vom Auto sind wirklich ganz toll. Innen hat er das helle Leder. Ich sag mal, innen ist er in der Verarbeitung nicht ganz hundertprozentig optimal, zeige ich euch. Aber ich sag mal, das Auto ist preislich höchst interessant und von der Ausstattung sprechen wir gleich noch. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, öffne ich mal den Motorraum vorne. Da ist hier der Hebel unten links und zeige euch mal, da mussten wir nämlich ganz genau gucken. Weil Matching Numbers hat er nicht. Das heißt, der Motor und Getriebe sind mal erneuert worden, weil das Altteil einfach in einem zu schlechten Zustand war. Hier vorne könnt ihr es sehen, wir haben das abgekratzt, wir haben geguckt. Also er hat wirklich die 027er Nummer. Es ist ein originales Flachkühler Cabrio, auch ein 3.5er. Hat aber Motor und Getriebe vom Coupé dann erhalten. Hier ist übrigens auch das originale Plättchen. Das ist auch in einem nicht ganz so guten Zustand, aber es ist das Richtige, kann man hier auch sehen. Es passt exakt hier vorne zu. Also das ist ein echter 3.5er und der musste wirklich komplett restauriert werden, weil er nicht mehr im guten Zustand war. Und was ich toll finde, ist, dass er diese schöne und sehr, sehr seltene Farbe hat, das heißt Möwengrau Metallic, ist kein Anthrazit, ist kein Silber, hat so einen ganz leichten Tick Braunton drin, ist sehr, sehr selten. Original ist der Wagen mal weiß gewesen. Also sollte man vielleicht dazu sagen, es ist ein Auto, wo 1260 Fahrzeuge von gebaut wurden, also relativ selten. Und es ist ein 3.5 Cabrio, wirklich tolle Reisen mitmachen könnt. Der läuft ja über 200 Stundenkilometer und ist einer der schönsten Mercedes Cabrios, meine ich, die es überhaupt gibt. Was hier vorne fehlt, was man montieren könnte, wären die Nebellampen. Die gehören eigentlich hierher. Da hat das Auto nochmal ein schöneres Gesicht, hat dieser aber nicht gehabt und ist vom Besitzer dann auch nicht dran gemacht worden. Der Eigentümer, glaube ich, hat den Wagen ca. 20 Jahre. Ja, dann wollen wir mal starten mit dem Auto. Heute ist ja schönstes Wetter. Wir lassen trotzdem aus Temperaturgründen mal das Dach drauf.
Ja, also laufen tut er so ein 3.5 Cabrio immer wunderschön, weil es diesen tollen neuen entwickelten 8-Zylinder hat mit 3,5 Litern Hubraum. Verbrauchswunder sind die 3.5er nie gewesen. Sie sind zwar schnell, aber es war damals das modernste, was es gab, so um die Anfang 70er Jahre. So ein Wagen hat eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 200 oder ein bisschen mehr, verbraucht aber so seine 14 bis 20 Liter. Das muss man einfach wissen. Aber die Autos sind heute sehr, sehr viel wert, weil es nur wenige davon gibt. Und wenn man sich die Mercedes Cabrio der heutigen Produktion anguckt, die haben alle kaum noch Platz im Inneren. Und in dem Wagen ist richtig viel Platz. Also ihr könnt hier großes Gepäck mitnehmen. Hinten sind vollwertige Sitze zum Fahren, eine schöne Rücksitzbank. Und so ein Wagen läuft einfach toll. Also weil die Technik hat eine schöne Viergang-Automatik. In dem Fall hat er übrigens hier eine Lenkradschaltung, aber Automatik. Also jetzt wollen wir erstmal gucken, wie der 3,5 Liter läuft. Üblicherweise sind das Autos, die sehr, sehr bequem fahren, die eine tolle Technik haben und ziemlich unverwüstlich sind. Also diese 3,5 Liter Motoren, damit konnte man ja bis 300.000 Kilometer fahren und mehr. Und die sind heute auch noch verhältnismäßig preiswert bekommen. Die gab es ja auch in der Limousine als Mercedes 280 SE 3,5 oder auch als Mercedes 300 SEL 3,5. Also es ist ein Motor, der sehr, sehr erfolgreich wurde, der später nachher noch in der Baureihe 116 sehr lange produziert wurde. Meines Wissens glaube ich sogar bis 1980. Also es ist eine Maschine, die wirklich über 10 Jahre sehr erfolgreich war. Man merkt das auch jetzt schon. Also er hat Kraft, er läuft wirklich mit einer guten Leistungsreserve. Hier vorne übrigens die Heizung bei diesen Autos oben und unten und kalt und warm. Ja, funktioniert auch. Auto heizt auch schon schön, können wir merken. Wir haben draußen heute Morgen 8 oder 9 Grad, ist also ziemlich frisch geworden. Aber es ist trocken, haben wir gesagt, komm, den 3.5er fahren wir kurz. Was ich interessant finde bei dem Auto ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für 299.000 € ist der wirklich nicht teuer. Man bekommt ein Auto mit einer ganz tollen Karosse. Ich habe aber in der Akte gelesen, dass die Bodenbleche neu gemacht werden mussten. Das Auto ist früher mal von der Firma Thyssen verkauft worden, in einem sehr, sehr schlechten Zustand und ist dann restauriert worden von unserem Besitzer und der hat das Auto auch ziemlich lange besessen. Aber fahren tut er toll. Ich meine, ist einfach, wenn man in so einem Auto sitzt, es sieht sehr prachtvoll aus, dieses wunderschöne Holzarmaturenbrett. Das hat man ja damals noch alles handgearbeitet bei diesen Autos. Auch hier oben alles aus teuersten Hölzern. Aber man hat schon eine moderne Technik. Also das ist vom 6-Zylinder, den es damals gab, vom 280 SE zum 3.5er ein Riesensprung gewesen. Der 3.5er, der ist noch richtig zornig und laut. Ein 8-Zylinder ist das eigentlich nicht mehr. Der fährt sich wirklich klasse. Man muss halt daran denken, es sind nur 1200 Fahrzeuge gebaut worden von dem Modell. Der ist also ziemlich selten. Und ich glaube, die Autos, die haben ja mal eine ganze Zeit also Preissprünge bis zu 600.000, 700.000 € gemacht. Die Firma Brabus verlangt dafür heute noch 700.000. Das finde ich jetzt ein bisschen ambitioniert, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben im Moment hier auch 3 Stück davon. Das ist außergewöhnlich. Und die kosten bei uns zwischen 260.000 und 360.000 €. Und wirklich allesamt gute Qualitäten, alles schöne Originale mit Geschichte, mit einem. Glaube ich, dass wir da preislich spannend sind. Und bei so einer Investition kann man keinen Fehler machen. Ich glaube auch, dass die preisstabil bleiben, weil man da einen sehr hohen Nutzen hat. Und man fährt wirklich, also wirklich sehr, sehr angenehm. Diese 8-Zylinder-Maschine hat eine tolle Kraftentfaltung. Und man ist also in keinster Weise irgendwie Verkehrshindernis. Und die Autos sind auch hochgeschwindigkeitsfest. Also hier die 200 PS bei dem V8, da könnt ihr immer bequem 160 bis 180 fahren und ihr kommt auch definitiv an. Das schafft dieser Motor, dieses Cabrio. Es ist übrigens ein voll gefüttertes Verdeck oben drauf. Es macht auch keine großen Windgeräusche, ist verhältnismäßig leise. Ist auch im Winter zu bewegen, aber das sollte man sich natürlich überlegen, weil im Winter haben wir Salz auf der Straße. Und wenn das mal in die Hohlräume kommt bei solchen Fahrzeugen, ist das nicht so gut. Aber so einen Wagen kann man fahren, ich sag mal so von Mitte März bis November ist er auf jeden Fall zu bewegen und da muss er halt mal ein Vierteljahr in die Garage. Also hier haben wir das Becker Mexiko, das Radio, übrigens auch mit elektrischer Antenne. Schaut mal hier, wenn ich das anmache, fährt da elektrisch die Antenne raus. War damals auch also ganz, ganz neu am Markt. Und wenn man damals kein Radio bestellt hat, das gab es auch noch, dann stand hier diese Blende 280 SE. Die gehört aber nicht aufs Handschuhfach. Aber gut, okay. Was soll's. Sonst, Armaturenbrett zeigt sich in einem wunderschönen restaurierten und aufgeräumten Zustand.
Hat übrigens vom Tacho, könnt ihr sehen, bis 240. Die Vorgängermodelle gingen hier bloß bis 220. Daran kann man erkennen, dass der Wagen sehr, sehr schnell war. Und der ist, seitdem der Wagen restauriert wurde, nicht sehr viel gefahren. Also wie gesagt, die Technik ist revidiert worden. Die alte Technik war so schlecht, die hat man einfach nur noch entsorgen müssen. Sowas gibt es manchmal. Vor allen Dingen, da wenn Autos sehr lange gestanden haben. Aber er ist dann nach Deutschland gekommen, ist hier in Betrieb gebracht worden und fährt gut. Also kann ich euch sagen, Auto läuft sehr schön. Hat ein schönes weißes Lenkrad. Hupe ist ein bisschen verschnupft, aber sie funktioniert. Ja, hier ist unser 3,5 Liter Cabrio. Wie gesagt, hier draußen in der Natur sieht man, dass diese Farbe eine Wahnsinnswirkung hat. Also ich persönlich finde bei der Baureihe 108, 109, 111 einer der schönsten Farben überhaupt. Schaut euch das mal an. Sieht klasse aus, ist ganz, ganz selten genommen worden. Ich kenne es eigentlich sonst nur von der Pagode, vom 280 SL. Was die gut gemacht haben, neue Bereifung, schöne Radkappen drauf, die Originalen, nicht die Fuchsfellen. Ich finde das so edler, es sieht ein bisschen feiner aus. Und das Gute, und das ist wichtig bei dem Wagen, er hat ein ganz tolles Spaltmaß hier. Also wenn ihr euch das alles anguckt, wie diese Karosserie sitzt, das ist übrigens das größte Problem bei diesem Auto, ist die Karosserie. Wenn da einmal neuer Kotflügel hinten drauf gekommen ist, das kriegen die alle nicht mehr hin. Und dann könnt ihr hier teilweise einen Daumen da stecken hier oben. Aber wenn man sich das mal anguckt hier im Detail, Paul zeigt das mal vielleicht kurz hier, da sitzt er wirklich perfekt. Guck mal hier, das sind die Chromleisten hier, die sich auch in einem guten Zustand befinden. Und guck mal hier, so gehört das Original. Das sitzt astrein. Auch die dicke, schwere Chromleiste, die übrigens sehr, sehr teuer ist, liegt perfekt an der Karosse an. Ihr seht auch die ganzen Flächen hier von dieser Karosse, das ist exzellent. Also das, was wirklich teuer ist bei dem Wagen und was oft nicht mehr im guten Zustand ist, ist hier in einem super Zustand. Das könnt ihr gut sehen. Deswegen hat er auch so eine schöne Linie. Und dann hat er noch das Colorglas mit dem hellen Leder innen. Ich finde, dass das sehr, sehr edel aussieht. Verdeck ist auch neu gekommen, außen und innen gefüttert. Kostet auch viel, viel Geld bei so einem Auto. Auch hinten die Scheibe ist dementsprechend neu, die Plastikscheibe. Auch überhaupt nicht verkratzt oder kaputt. Also ich finde, dass der Wagen vom Auftritt her, wie er sich da so präsentiert, wirklich sehr, sehr edel ist. Wie ein Prospektauto. Wie gesagt, Interieur finde ich nicht ganz hundertprozentig perfekt. Dem würde ich eher so eine 2- geben, aber Karosserie und Gesamterscheinung ist bei dem Auto wirklich absolut klasse. Seht euch das mal an, wie der in den Federn steht. Auch der hängt nicht runter. Die Ausgleichsfeder ist in Ordnung. Das Problem haben sie oft auch, dass sie hinten zu tief runterhängen. Das ist hier auch nicht der Fall. Dann hat er 2 Kopfstützen. Das war damals dann serienmäßig. Und ihr dürft nicht vergessen, das Auto ist ja nur 2 Jahre gebaut worden. Von Mitte 69 bis Mitte 71. Und da war Schluss mit diesen tollen Cabriolets. Ja, also hier, da kann man sich auch vorne mit 3 Menschen hinsetzen. Da gibt es auch eine Genehmigung für. Das sind die richtigen Leder, so hat das ausgesehen. Leder beige, könnt ihr sehen, das ist aber schon mal erneuert worden. Hat einen hellen Teppichboden, der auch sehr, sehr gepflegt ist. Hat hier 4 elektrische Fensterheber, was wichtig ist. Denn wenn ihr offen fahrt, Fenster runter machen wollt, da kommt da hinten gar nicht ran. Ja, sieht gut aus. Mittelautomatik, Lenkradautomatik, das ist relativ selten. Viele hatten hier noch die Mittelautomatik. Hier vorne Heizung, hier vorne da Aschenbecher. Holz ist neu gekommen, das ist aufwendig gemacht worden. Und hier ist damals das teure Becker Mexiko mit Kassette, was auch funktioniert. Hier ist noch ein Schalter für Lautsprecher vorne und hinten. Und hier vorne kann man sehen, Einstellung der Automatik, 4-Gang-Automatik, Parken, rückwärts, neutral, 4, 3, 2. Konnte man durchschalten, aber ich sage mal, es ist verhältnismäßig egal, ob der jetzt hier eine Mittelautomatik hat oder da, das spielt eigentlich keine Rolle. Ja, und es gibt ja bei fast allen Autos was zu kritisieren. Aber hier gibt es 2 Sachen, die gehen wirklich überhaupt nicht. Also guckt euch mal an, was das hier ist. Das sind 2 gebrauchte, abgeschnittene ungarische Brotmesser. Was macht man eigentlich damit? Das ist nicht zu glauben, das haben die gebaut. Das sind eigentlich die Verdeckhebelchen, die da oben reingehören. Also echt nicht zu fassen, also schlechter geht's nicht. Da gehören die silbernen Chromhebelchen von Mercedes hin. Wer auf so eine Idee gekommen ist, ist mir völlig unbeschreiblich. Und was ich auch sehr schade finde, guckt mal hier, das ist ja die Instrumentenbrille bei dem Auto. Die haben sie hier genäht, das ist natürlich völlig falsch. Das ist normalerweise aus einem Teil gewesen. Früher war die ja komplett aus Holz und ab Mitte 69 dann nicht mehr. Aber das hier, das geht gar nicht. Das gehört bei einem vernünftigen Sattler richtig gemacht.
Das würde ich, also sowas stört mein Befinden, vor allen Dingen, weil ich ja direkt hinterm Lenkrad sitze und hier auch fahre. Was mir übrigens noch ausgefallen ist, irgendwas stimmt an dem Lenkrad auch nicht hier. Das ist nicht ganz original, weil dieser Chromring hier, das erinnert mich mehr an den Mercedes 600. Ich weiß nicht, wieso das so zusammengebaut ist. Also das hier ist irgendwie nicht ganz richtig. Es ist zwar ein originales beigefarbenes Lenkrad, hat es für das Auto auch gegeben. Passt auch in diesem Wagen, weil der hell ist innen, das ist alles in Ordnung. Aber wieso das jetzt so aussehen muss, das weiß ich nicht ganz so genau. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen die Sattlerarbeiten, die hätte man besser machen können. Die Sitze sind gut, aber so an einigen Details, das hat mich so ein bisschen gestört. Das finde ich schade bei so einem edlen Auto. Denn der Wagen, also wenn der an einem vorbeifährt oder wenn man so guckt, so jetzt gerade in der Sonne wieder, der sieht ja wirklich wunderschön aus. Also von der Optik her einer der schönsten Autos, die ich bei so einem 3.5er bisher gesehen habe. Das sieht total stimmig aus, auch die Farbe von dem Verdeck. Auch die Karosseriearbeiten, auch der Lack ist erste Klasse bei dem Auto. Aber so kleine Details hier, also ich sage jetzt mal so grob, das kostet wahrscheinlich nochmal 5.000 bis 10.000 Euro, wenn man es perfekt und richtig haben will. Aber das würde ich machen, das würde mich nerven, ganz ehrlich. Und ich verstehe auch nicht, wieso man das bei so einem edlen Mercedes Cabrio nicht gleich vernünftig macht. Es kostet nämlich nicht mehr, man hätte es nur richtig machen müssen. Und weshalb man hier Brotmesser für die Verdecköffnung verwendet, das mir auch nicht ganz, erschließt sich mir nicht ganz. Aber okay. Ja, also fahren tut das schön. Mir ist auch aufgefallen, dass der Motorlauf wirklich toll ist bei dem Auto. Dann haben die irgendwie, warum auch immer, der Spiegel, der hier oben hängt, das ist zwar richtig, dass der chrom ist, aber das ist aus dem 220er Mercedes aus den 50er Jahren. Der ist zu klein, der ist normalerweise so ein Stück größer. Da hat man wahrscheinlich irgendwo ins Regal gegriffen, hat gedacht, der sieht auch schön aus, ist aber der falsche. So, und irgendwas war mir jetzt noch aufgefallen, was ich nicht 100% richtig fand. Colorglas hat er, finde ich gut, neue Scheibe hat er auch, also das ist alles sehr, sehr schön. Das ist auch alles original und richtig so. Irgendwas war noch, was mich gestört hat. Aber wie gesagt, da gehen ein paar Tausender rein und wenn einer pingelig ist und sagt, ich will das richtig haben, der muss das Geld in die Hand nehmen. Er fährt natürlich trotzdem toll. Also was mir auffällt, die Maschine läuft sehr niedertourig und sehr ruhig. Also das ist ein gutes Zeichen. Fahren tut er sich schön, die Heizung funktioniert. Das ist alles wunderbar. Das ist ein Auto, wo man eine ganz tolle lange Reise mitmachen kann und immer einen herrlichen Oldtimer hat. Und ich sage euch, bei dem Preis, wo wir jetzt sind, auch ganz, ganz wertstabil. Also für 300.000 Euro ein originales 3.5 Cabrio hält immer seinen Wert. Definitiv. Kickdown funktioniert auch. Zieht hier auch schön hoch. Ja, wunderbar. Läuft wirklich gut. Machen wir das Fenster zu, es zieht ein bisschen. Fensterheber funktionieren auch gut. Auch der Fensterchrom ist offensichtlich erneuert worden. Ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Ja, fahren tut er gut. Auch hinten Achsen und so, da merkt man gar nichts. Läuft wirklich wunderbar. Auto hat ja 4 Stahlfedern, hat auch 4 Scheibenbremsen. Ist also auch da auf dem modernen Stand. Bremst auch gut, wenn man da drauf tritt. Ja, wunderbar. Also da ist schon auch in die Technik eine Menge Geld in das Auto investiert worden. Und was ja eigentlich das Wichtigste ist bei so einem Auto, ist die tolle Karosserie. Und die ist wirklich sehr, sehr schön bei dem Auto. Das ist wirklich richtig toll. Und die Sache, wo er hier drin so ein bisschen abfällt, das kriegt man aber repariert. Das ist also jetzt nicht etwas, wo man sagen kann, das ist nicht machbar, das kann man machen. Da braucht man einen guten Sattler. Die wüssten wir auch bei solchen Dingen, übrigens auch bei der Mechanik, können wir euch immer Tipps geben. Wir sind 35 Jahre jetzt dabei und wir kennen wirklich Gott und die Welt und wir wissen überall Spezialisten und die es dann auch richtig machen, die vor allen Dingen auch wissen, wie das Original mal gewesen ist. Das ist ja ganz wichtig. Also ist ja nicht damit getan, wenn einer was reparieren kann und weiß gar nicht, wie es original mal war. Die Leute kennen wir und wir können sowas auch begleiten und dann sagen, pass mal auf, mach das mal so, so oder so, weil wir sämtliche Autos alle schon mal im Original gefilmt haben. Ja, aber so zum Fahren hier ist das ein schönes Auto, kann man nicht anders sagen, läuft gut. Das ist, was wirklich auffällt. Die ganzen Kombi-Instrumente sind auch neuwertig, das kann man sehen. Ist auch alles im guten Zustand, da sind keine Rostpickelchen drauf oder so. Hier ist ja das Kombi-Instrument mit Reserve, also Sprit, Benzin, Öldruck hier vorne, da unten Temperatur, alles in einem guten Zustand. Tachos auch, da sind auch die richtigen Drehzahlmesser und die richtigen Tachos mit den richtigen Zifferblättern drin.
Es gibt nämlich heute teilweise in osteuropäischen Ländern, da wird das alles nachgebaut. Da sieht man genau, dass die ganze Grafik nicht richtig stimmt. Also wir kennen die Grafik, wir wissen, wie die auszusehen hat. Das sind ja alles VDO-Instrumente der Firma VDO, Nähe Frankfurt, könnt ihr sehen hier. Das ist alles richtig. Also so gehört es. Und das sind hier die ganzen Originalteile da drin. Gut, dass er keine Klimaanlage hat, darüber kann man streiten. Da war ja früher hier vorne noch als besonderes Extra die Bär-Klimaanlage drin. Dieser große Kasten hat er nicht. Also wenn der hier nachträglich eingebaut werden soll, kostet das 8.000 bis 10.000 Euro. Aber ich bin der Meinung, dass es beim Cabrio nicht unbedingt nötig ist. Mit unseren Breitengraden wird es ja nie so heiß wie in Amerika oder so. Das ist nicht das Problem. Ja, schönes, originales Cabriolet, fährt sich toll, hat eine ganz tolle Wirkung im Freien, sieht sehr, sehr edel aus. Und wenn man so ein Auto fährt, dann bedauert man manchmal, dass sowas so heute nicht mehr gebaut wird. Finde ich sehr, sehr schade. Das könnte man ja auch mit moderner Technik bauen, so eine tolle Karosse und so eine schöne Form. Denn auch wenn man hier drin sitzt, das ist designtechnisch ja echt toll gemacht, der Wagen. Wenn man vorne den großen Stern sieht, dann diese flache Haube, also ich finde, das sieht sehr, sehr edel aus, dieses Auto. Sehr, sehr schick, also ist auch vom Design toll gemacht worden. Dann noch schon in der modernen 3,5 Liter Maschine, die sehr seidig läuft, überhaupt nicht rau oder so. Also ist eine tolle Art des Autofahrens. Ja, jetzt sind wir 20 Kilometer mit unserem Auto gefahren. So lange sind ja unsere Probefahrten in der Regel immer. Es hat Spaß gemacht, der läuft schön. Auf die Kleinigkeiten habe ich euch hingewiesen. Da vorne ist Beuerberg wieder, wo wir unseren Hof haben, wo die Autos alle angeliefert werden. Wir machen dann immer erstmal die Filme, sofern wir das alles schaffen. Das schaffen wir auch nicht ganz immer alles, aber dann kommt der Wagen in die Pflege, dann werden sie aufpoliert, aufgearbeitet, das ist hier schon geschehen. Dann sagen mir unsere Mechaniker, was dran ist, weisen mich auf Dinge hin und dann kommen die Autos bei uns im Verkauf. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr wieder meine Mitfahrer wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich konnte euch wieder ein bisschen was erzählen, was vielleicht ihr noch nicht wusstet. Wenn mal Fragen sind, ruft uns gerne an. Wir sind ja 12 Kollegen hier. Wir helfen euch gerne und jederzeit. Wir sind erreichbar unter 08036 und dann die 7004. Und jetzt verabschiede ich mich. Alles Gute, bis zu unserem nächsten Film. Euer Stefan Lufschitz und ciao.